Im Rahmen des Bluetooth-Projekts möchte ich ja einen kleinen Raspberry Pi ins WOMO einbauen, um lokale Bluetooth-Daten einfangen zu können und die dann gegebenenfalls über eine VPN-Strecke im WLAN auf meinen Server zu kopieren. Dazu habe ich mir einen Raspberry Pi besorgt, der sowohl klein als auch energiesparend ist und der auch Bluetooth spricht und auch natürlich WLAN. Das ist der Raspberry Pi W0 oder 0W, also 0 mit einem W. Das ist einer der kleinsten, wenn nicht der kleinste Raspberry Pi. Der hat eine ganz geringe Stromaufnahme, irgendwie knapp unter 2 Watt im Betrieb, kann Bluetooth und auch WLAN, wie schon erwähnt. Die Installation eines Raspberry Pi verläuft wie folgt. Ihr geht auf raspberrypi.org und ladet euch dort den Raspberry Pi Imager herunter. Mit diesem könnt ihr nun ein passendes Image auf eine SD-Karte schreiben. Die SD-Karte sollte mindestens 16 GB Platz haben. Ich empfehle euch das Raspberry Pi OS Lite Image, denn das enthält nur textuelle Programme, kein grafisches Environment und ist dementsprechend schlank gehalten. Insbesondere für so einen kleinen Raspberry Pi Zero ist das geeignete Image. Nach dem Schreiben wird das Image verifiziert und wenn die Verifizierung abgeschlossen ist, könnt ihr die SD-Karte verwenden. Vorher solltet ihr aber noch 2 Konfigurationen vornehmen. Eventuell aufpoppende Windows-Meldungen über neue Laufwerke einfach immer wegklicken. Ihr seht nun im Explorer nach dem Wiedereinstecken der Karte ein neues Laufwerk namens Boot. Dieses Laufwerk Boot enthält den Raspberry Pi, sein Betriebssystem. In dieses Boot-Laufwerk müssen nun 2 Dateien geschrieben werden, die es uns ermöglichen, den Raspberry Pi später im Netzwerk verbinden zu können. Mit der einen Datei erlauben wir, später mit Secure Shell SSH auf den Raspberry Pi zuzugreifen. Mit diesem Zugriff können wir ihn dann auf der Linux Shell komplett verwalten. Diese Datei muss angelegt werden, sie ist leer und darf nur SSH heißen. Ganz wichtig, ohne Endung, also nicht SSH-TXT, sondern nur SSH. Diese Datei angelegt, ohne Inhalt, reicht, um den Zugriff freizuschalten. Die zweite wichtige Datei ist die, mit der ihr in euer WLAN kommt. Wie das geht, ist auf raspberrypi.org gut beschrieben. Ihr geht auf Hardware, Dokumentation und in dem Bereich findet ihr 2 Unterbereiche. Zum einen den Bereich Remote Access, hier ist das beschrieben, wie das mit dem SSH-Zugang geht. Und zum anderen einen Bereich, in dem der Zugang zum Wireless LAN beschrieben wird, beziehungsweise die initiale Konfiguration, sodass der Raspberry nach dem Starten automatisch in euer Wireless LAN verbindet. Es heißt hier Connect to a Wireless Network und es geht hier im Bereich Headless Setup weiter. Hier ist eine Beispieldatei, die ihr euch bitte einfach kopiert. Wichtig ist der Dateiname. Diese Datei muss wpa_supplicant.conf heißen, also wpa-supplicant.conf. Und sie muss ebenfalls auf dem Boot-Laufwerk im obersten Directory angelegt werden. Auch hier wieder keine TXT-Endung, einfach wpa-supplicant.conf. In die Datei kopiert ihr nun mit dem Editor den Inhalt von der Raspberry Pi Org-Seite und passt den bitte dementsprechend an. Ihr müsst hier zum einen den Namen eures WLANs eintragen, zum anderen das Pre-Shared Secret, also euer WLAN-Passwort. Unter SSID kommt der Name, unter PSK kommt das Passwort. Die dritte Anpassung ist oben in der dritten Zeile der Country Code. Hier muss der ISO-Code eures Landes, für Deutschland ist das DE in Großbuchstaben, eingetragen werden. Das ist, damit der Raspberry Pi die richtigen Kanäle verwendet und nicht illegal funkt. Die Datei bitte abspeichern, damit ist euer Raspberry Pi im Prinzip vorbereitet. Nun werft ihr die Karte aus und legt sie im Raspberry Pi in den kleinen SD-Kartenleser ein. Danach könnt ihr ihn mit dem Strom verbinden. Ich habe so ein einfaches Schutzgehäuse hier noch besorgt, muss man noch montieren.
Und eine Stromversorgung, die soll aus 12 Volt oder 15 Volt oder irgendwas, was innen reingeht, stabile 5 Volt generieren. Ich hoffe, das funktioniert, damit der Raspberry eine stabile Stromversorgung hat. Das ist ganz wichtig. Also unser kleiner Raspberry kriegt jetzt erstmal noch so ein bisschen hier eine CPU-Kühlungsaufsatz, kleiner Heatspreader, also nichts Richtiges, nur so ein bisschen was, dass der besser kühlen kann, wenn es im Sommer warm ist. So, und jetzt bauen wir hier mal in dieses Pseudogehäuse ein, was im Prinzip ja dazu dient, dass das Gerät ein bisschen geschützt ist letzten Endes. So, wenn keiner zuschaut, geht's. Ein bisschen anziehen. Wichtig bei dem Raspberry Pi Zero ist, dass das hier die Stromversorgung ist und das hier der USB-Anschluss. Also hier muss das Netzteil rein oder eben unsere Bordstromversorgung. Hier ist die Karte, die wir geschrieben haben, mit der WLAN-Konfiguration. So, jetzt brauchen wir eine Verbindung von der Stromversorgung für unser 12-Volt-System. Der Raspberry später kommt natürlich dann hier per Micro-USB angeschlossen, da dran und hier dran. Das sind die 5 Volt. Das ist die 12 Volt Seite. Hier habe ich die Klemmen schon mal vorbereitet. Das Ganze hier im Heizraum, in der Heizzentrale sozusagen. Ich klemme es mal an und gucke, was passiert. So, jetzt habe ich die Stromquelle mit der Dauerstromleitung hier im Kasten verbunden. Man sieht hier, wenn man genau hinguckt, 15,2 Volt. Kann man schlecht erkennen, ich weiß. Soll heißen, kommt hier an Spannung ran. Kommt ein bisschen viel vor, ist aber tatsächlich vom Dach gerade Solarertrag. Also kann schon ungefähr sein. Knapp über 15 oder unter 15. Zur Kontrolle der Ausgangsspannung messe ich hier einmal an den Endpunkten von dem Konverter. Da ist hier nämlich Ground und 5 Volt auch seitlich dran. Wir sehen nix. Okay, ich messe es so. Wir sehen hoffentlich hier 5 Volt auf der Skala dieses etwas ältlichen Geräts. Das Gerät selber zeigt 15,2 Volt an. Hier hinten ist es grün. Erkennt man vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, hier blinkt's. Schon mal gut. Also er läuft. Jetzt können wir nur hoffen, dass er sich auch ins WLAN einbucht. Und dann müssen wir ihn da suchen. Auf der Suche nach unserem Raspberry scannen wir jetzt mal das lokale Netzwerk, ob es sich eingewählt hat. Und man sieht hier Raspberry Pi Womo. Er hat sich tatsächlich angemeldet im WLAN. Hat jetzt die Adresse 192.168.135. Das heißt, ich müsste auf ihn draufkommen per SSH. So, jetzt bringen wir den ganzen Kladderadatsch hier noch ordentlich an. Wo passt das Ding am besten hin? Die Frage ist, geht das hier rein oder ist das schlecht mit dem Anschluss? Nicht optimal. Ich glaube, wir setzen es lieber hier oben drauf. Den Stromanschluss auf die andere Seite vielleicht. Den Wandler dann darüber irgendwie verbasteln. Da. Das Gerät da rein. Schön weit weg vom Boiler. So, und den Spannungswandler, den lassen wir jetzt hier erstmal noch so hängen. Muss ich noch Klettpunkte besorgen. Dann mache ich den auch noch besser fest. So, der Raspberry ist also jetzt an Bord unseres Womos. Gut versteckt hier unten, aber schön in der Mitte, damit er auch Bluetooth-technisch alles gut erreichen kann. Jetzt muss ich gucken, dass ich das Gerät im WLAN finde. Dazu gehe ich dann mal wieder raus aus dem Womo ins Haus. So, der Raspberry hat sich nun hoffentlich in unser Heimnetz eingewählt. In Reichweite ist er auf jeden Fall. Wir können jetzt hier schauen in unserem Router. Eurer sieht vielleicht anders aus,
Aber hier sieht man auf jeden Fall, er ist da. Er hat eine IP-Adresse bekommen, in unserem Fall die 192.168.272. Das war eine zufällige Adresse. Wir geben ihm jetzt erstmal eine feste Adresse, damit wir ihn zukünftig immer unter der gleichen Adresse im Netzwerk erreichen können. Sonst wird die Verbindung schwierig, wir haben da keine Tastatur und keine Maus, um an dem Gerät zu arbeiten. Das geht übrigens auch, man kann an den Raspberry Pi auch Tastatur und Maus anschließen, aber das ist im Allgemeinen nicht notwendig, wenn man das mit dem Netzwerk hier in den Griff bekommt. Mit dem Ping-Befehl auf der Konsole könnt ihr prüfen, ob die Maschine erreichbar ist. 192.168.241 unsere neue Adresse, bei euch wahrscheinlich eine andere. Und jetzt sehen wir, der Raspberry Pi ist im Netzwerk erreichbar. Damit können wir nun die Konsole des Raspberry Pis mit der Secure Shell verbinden. Der Befehl heißt SSH, ist in Windows 10 verfügbar, auch im Mac. Wenn ihr ihn nicht habt, müsst ihr ein Programm runterladen, das nennt sich PuTTY. Mit dem könnt ihr auch SSH-Verbindungen öffnen. Der User heißt Pi und das initiale Passwort ist immer Raspberry in Kleinbuchstaben. Das solltet ihr natürlich ändern, damit nicht jeder auf euren Raspberry Pi zugreifen kann. Das erste Programm, was ihr nun aufruft mit sudo, das heißt mit Systemrechten, heißt raspi-config. Dieses Programm dient dazu, Grundeinstellungen für den Raspberry Pi vorzunehmen. Ihr könnt hier zum Beispiel Wireless Network einstellen, ein anderes vielleicht, oder ihr könnt hier auch Lokalisierungen und ähnliche Dinge vornehmen. Wir gehen zunächst einmal in Advanced Options, Option A1, Expand File System. Das dient dazu, die gesamte SD-Karte für den Raspberry Pi verfügbar zu machen, sodass jetzt alle eure 16 oder mehr Gigabyte im Betriebssystem zur Verfügung stehen. Ihr könnt also jetzt Programme installieren und auch Dateien schreiben. Nach dem Neustart des Pi ist er wieder unter der IP-Adresse erreichbar, die wir fest vergeben haben, und immer noch ist das Passwort, wenn ihr es nicht geändert habt, Raspberry. Nun kommt der erste Update-Lauf. Das ist sehr wichtig, dass der Raspberry Pi über aktuelle Programme verfügt. Der Befehl ist sudo apt update. Wenn ihr jetzt im Internet seid, davon gehe ich aus, weil ihr seid in eurem WLAN und der Raspberry darf raus, hoffentlich, dann wird er sich jetzt alle Update-Pakete ziehen, beziehungsweise die Liste davon, und dann mit sudo apt upgrade werden alle Programme, die nicht aktuell sind, aus dem Internet aktualisiert. Der Raspberry Pi verhält sich hier wie jeder andere Debian- oder Ubuntu-basierte Linux-Server auch, sodass Leute, die das schon mal gemacht haben, hier nichts machen müssen, was sie nicht schon mal gesehen haben. Insgesamt gilt keine Angst vor Linux. Es ist gar nicht so schwierig, wie es manchmal aussieht, und es gibt unheimlich viele gute Tutorials und Webseiten über Raspberry Pi und seine Installation. Also wenn ihr da Bock drauf habt, macht das einfach. Nun installiere ich ein paar Dinge, die ich brauche für unseren Bluetooth-Projekte. Das erste ist das Default Java Runtime Environment in der Version Headless, das heißt Default JRE Headless. Das ist eine Java-Umgebung, mit der wir später die Ruby-Tags auslesen können. Zudem brauchen wir noch ein paar andere Programme, zum Beispiel den Bluetooth Stack, der ist seit neuestem dabei, heißt Blues mit Z. Meistens ist er sogar schon installiert. Wenn ihr im Internet irgendwelche Anleitungen findet, wo da irgendwas kompiliert werden muss, ganz kompliziert, vergesst das alles. In der aktuellen Version von dem Raspberry Pi OS ist definitiv der Bluetooth Stack bereits enthalten und auch funktional. Was wir auch noch brauchen, ist Python. Das ist eine Programmiersprache, eine Skriptsprache, die ganz gern verwendet wird, unter anderem auch von vielen Bluetooth-Tools. Hier machen wir erstmal ein sudo pip3 install upgrade setup tools. Damit werden die Python Setup Tools aktualisiert, und nun installieren wir uns in den User-Bereich ein Programm namens RuvyTag Sensor. RuvyTag Sensor ist ein kleines Python-Skript, mit dem man Ruby-Tags einfach auf der Kommandozeile unseres Raspberry Pis auslesen können. Das ist ziemlich lustig, dann sehen wir nämlich einfach unsere Ruby-Tags und was sie für Daten in die Welt blasen. Und das Ganze schon schön aufbereitet. Um das schön zu machen, muss man hier noch zwei Programmen Zugriffe geben auf bestimmte Systemrechte. Das ist hier einfach ein Befehl, der in den ganzen Tutorials auch immer drin steht. HCI-Tool und HCI-Dump sind zwei Bluetooth-Programme, die hier Zugriff auf bestimmte Schnittstellen brauchen und sonst nicht vernünftig laufen. So, wir machen jetzt hier ein Alias auf den Python-Befehl, der hier RubyTag heißen soll. Das steht auch alles in den Anleitungen. Und jetzt können wir mit RubyTag-S mal suchen, und siehe da, hier sind unsere RubyTags. Und wir sehen auch,
Es kommt sogar schon Daten rüber. Wir haben ja alle 6 Sekunden Daten. Wir haben jetzt 3 verschiedene Tags hier in der Liste, DA, 2, 3 und 5D jeweils am Ende. Und wir sehen hier, das Zeug funktioniert. Das heißt, unser Raspberry Pi ist jetzt schon in der Lage, die Bluetooth-Daten unserer Ruby-Tags zu empfangen. Der Raspberry Pi im Wohnmobil ist nun installiert und einsatzklar. Hier zeige ich euch ein paar Links, die nützlich sind für dieses ganze Thema. Ziel unseres Projektes ist ja, viele Bluetooth-fähige Geräte im Wohnmobil auszuprobieren und zu schauen, wie wir die nützlich einsetzen können. Und der Raspberry Pi ist sozusagen die zentrale Datensammelstelle. Grundsätzlich müsst ihr euch eben überlegen, wo ihr die Bluetooth-Daten entgegennehmen könnt. Es gibt ja neben den Ruby-Tags, die eine sehr weite Reichweite haben, noch andere Bluetooth-fähige Geräte wie Batteriewächter oder Ventildruckmesser und solche Dinge. Die haben meistens nur sehr kurze Reichweiten. Das ist der Grund, warum ich den Raspberry Pi auch ins Wohnmobil eingebaut habe. Bis zum nächsten Video, vielen Dank, Daumen wäre super und ein Abo freut mich natürlich auch. Tschüss!